Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, wir stehen hier vor den Toren des Ascalon Clubs und ja, in der letzten Folge haben wir einige neue Bewohner vom West End unserer alten Heimat kennengelernt, zum Beispiel unserem alten Kindheitsfreund wiedergefunden. Wir haben die Tochter von Lady Ashbury, die gute Charlotte, kennengelernt, die so die Frauenrechte vertritt und einfach super sympathisch ist soweit. Aber jetzt müssen wir, weil die brüllt halt die ganze Zeit rum, wir müssen halt mal zum Ascalon Club und uns vorstellen. Mal schauen, was die für uns parat haben, ne? Ich bin gespannt. Oh, mit Hilfe eines Arbeitstisches kannst du verschiedene Arten von Sera herstellen. Diese können dir in gefährlichen Kampfsituationen das Leben retten. Oh, das ist uns klar. Aber die Sera haben wir noch nie verwendet. Ascalon Club. I see a red door and I want to paint it. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. Was ist hier passiert? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ach, die Wache von Brewer, ne? Die haben versucht, den Ascalon Club anzugreifen. Naja, das hatte nicht so gut funktioniert. Naja, das ist, also, das Vorzimmer von meinem Vorzimmer ist ungefähr so groß, ne? Was haben wir hier? Oh! Ein guter Dolch. Blutaufnahme 12. Nice. Also, 10. Ein guter Dolch, der wird zu einem hervorragenden. Alles klar. Ist jetzt nicht so, als würden wir meinen Ascalon Club beklauen, aber ich glaube, die haben genug. Wenn sie die Sachen einfach so rumliegen lassen, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier hin? It's locked, all right. Er wartet oben auf sie. Triff Lord Redgrave. Er erwartet sie bereits. Er ist oben. Aber wir verraten nicht wo. Alltagsgemälde. Oder, da hinten vermutlich. Ist hier eine feine Gesellschaft? Ja, also hallo erstmal. Ja, moin moin. Die Party sieht ja richtig kacke aus. Leute, wo ist die Musik? Bisschen Skrillex wird das Ganze My aufpeppen. good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Oh.
Und vor allem, das erste, was mir auffällt, ne, die Augen von ihm sind genauso blutunterlaufen wie unsere, im Gegensatz von denen von Lady Ashbury. Sie ist eine gute Freundin, sie ist mir von Nutzen gewesen. Aber nee, ich bin ehrlich, sie ist eine gute Freundin. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Warum plötzlich so freundlich? Ne? Warum jetzt? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Sprechen Sie nicht über meine Familie. Diese Angelegenheit geht Sie nichts an. Nein, ich weiß nichts über meinen Schöpfer. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Ich habe zuerst einige Fragen. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Was ist denn der eigentliche Sinn und Zweck des Ascalon Clubs? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Was bedeutet Ascalon überhaupt? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall hat den Club gegründet? William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Was bringt denn die Mitgliedschaft mit sich? Ne? Irgendwie Ansehen oder sonst irgendwas? Oder vielleicht ein paar Moneten? What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Sie sind offiziell anerkannt, oder? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Und ich soll einfach gehorchen? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Ja, ich soll also so ein Fußsoldat werden. Ich habe einen von ihnen getötet. Stört Sie das nicht? I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary.
Ja, sehr freundlich, so über deinen getreuen Genossen zu reden. Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit, also wir werden beitreten. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Trichter saufen? My Ein fellow Weinstrichter? members, dear friends, please gather and welcome this Econ as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Econ, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Reicht es, wenn wir einfach Nasenbluten bekommen? Au. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Alles Lords. Lord Hammersley, Lord Sheffield und unbekannt. Sieht aus wie der Assistent von Batman. Wer ist das? Lord Finney und Lord Hutchinson. Wir reden mal mit der unbekannten Person hier im Eck. Bevor wir mit Lord Redgrave, dem Earl der Countess von England, weiterquatschen. Werte unbekannte Person, wer sind Sie denn? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. An so einem Scheißabend, ne, also ganz ehrlich, die Party stinkt. Aber es ist ungewohnt. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Mhm. Und sind Sie ein Mitglied des Clubs? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Mhm. Erzählen Sie mir ein bisschen vom Club. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Boah, sind Sie denn krank? Are you sick? Oder einfach nur alt? I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Ihr Körper? Okay. Haben Sie denn keine Angst vor Vampiren? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Mhm.
Ist dieser Club nicht eigentlich geheim? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Ja, wir haben einfach so davon erfahren, für lau, ne? Jetzt kommst du dir wahrscheinlich ziemlich blöd vor. Haben sie denn um die Mitgliedschaft gebeten? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Wer das so strunzlangweilig ist, oder wie? Aber fragen wir mal ein bisschen über Lord Redgrave. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mhm. Aber hey, Sie sind ja berühmt. Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Mhm. Wie ist denn die Lage im West End? What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Er macht das schon, ich hab keinen Bock dazu. Über die Wache von Brevern? What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Aber sie sind doch unsere Feinde. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Ja, wo du recht hast, hast du recht als Sterblicher. Würden sie ihnen helfen? Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Ja, und wie müssen wir denken? Geld löst aber nicht alle Probleme, ne? Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Es ist effizient, es ist gefährlich, es ist ungerecht. Oh, der hat eine ganz andere Auffassung von Recht, Junge, ne? Aber ich würde eher sagen, es ist gefährlich. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire, removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Da kannst du, alter Mann, wirklich mitreden, ne? Oh, der Vater Ascalon, na, das sind aber so richtige Pappnasen. Sprich mit Lord Redgrave, mit dir können wir gar nicht reden, also wir müssen mit Lord Redgrave reden. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming.
Sie haben mich ausspioniert? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Mhm. Und wer war Fergal eigentlich? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Mhm. Und Sie wissen, dass ich ihn getötet habe, oder? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ja, so kann man das auch sehen, ne? Und Sie kennen Edgar Swansea? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Mhm. Skies stehen mit der Epidemie in Verbindung, ne? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls sind bösartig, Skulls sind Opfer, einige Skulls sind friedlich. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Mhm. Bannstufe, es können neue Bürger getötet werden. Kapitel 4 Familienporträts. Finde die Infektionsquelle im West End. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich doch gerade sagen, ich weiß es aber nicht mehr. Was war denn das? Oh Mann. Kann ja mal jemand aufräumen, hier sieht's aus wie Sau. Das ist das gleiche Bild, was oben hängt. Das ist 1:1 das gleiche Bild. Und hier ist es nochmal. Warum ist hier so oft das gleiche Bild? Das macht doch keinen Sinn hier. So ein erlesener Geschmack, so eine tolle Auswahl an Möbelstücken und alles so geschmackvoll. Und der hat 50 Mal das gleiche Bild gekauft. In diesen 10.000 Jahren, die er schon lebt. Und jetzt müssen wir die Leute mal hier kennenlernen. Und sie dann halt wahrscheinlich töten, wenn es Skulls sind. Also Skulls, die halt normal sind, werden wir wahrscheinlich nicht töten, oder? Wir sollen sie irgendwo verkriechen, irgendwo anders hingehen. Und fertig ist. Wir sind ein offizielles Mitglied vom Ascalon Club. So ein elitärer Wichser, ne? Wir sind halt tatsächlich reinen Blutes und reiner Abstammung. Wir sind Reinholz-Messner. Entschuldigung, ne? Wer es nicht gesehen hat, I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Horizon Zero Dawn, ne?
Der gute alte Reinholz Messner. Oh, der Laden hat jetzt geöffnet. Mhm. Ja, dem können wir leider nicht helfen. Wir haben eine neue Bannstufe, ja, schön und gut, aber wir bräuchten mal ein bisschen... Das West End ist irgendwie so wirkt so ein bisschen wie ein Schickimicki-Viertel. Vielleicht aber auch nur, weil nicht alles brennt und noch nicht alles am Arsch ist, ne? Ja, du musst ja eine Mauer bauen. Jetzt können wir... Wurde aufgeschlossen, yes. Jetzt müssen wir mal alle Türen hier aufschließen, dass wir auch von den anderen Wegen zum West End kommen. Da war halt nix. Schade Schokolade. Hier irgendwo muss in der Mitte muss noch irgendwo ein Weg sein. Charlotte, ja, die kennen wir ja. Die kennen wir ja. Okay, was haben wir hier? Ein paar Poster. Leglon, Edmund Rostand, Doris Fletcher, Royal Garden Hall, Red Crown Street, London, Juni bis Juli 1917. Oh, das sieht nach einem Theaterstück aus. Ach, da war der. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Oh. It's locked. Wie kommen wir da hin? Warte mal. Ich und meine Orientierung, ne? Da hinten ist noch jemand, aber... Wer ist das hier? Also das ist wieder der Typ. Aber warte mal, da ist eine Kiste. Die lassen wir natürlich nicht. Ach, komm on. Was haben wir hier oben? Hä? Wieso, weshalb, warum? Können wir hier hoch? Okay, da ist nur ein Poster. Da ist nur ein Poster. Haben wir hier was? Rekrut vom... Ach, Mann, wieder Rekruten. Nur die natzen wir mal schnell weg. Ich würde halt gern die Wachen vom Breven. Come on, wir müssen mal hochheilen. Ich würde die gern mal, töten. Beziehungsweise halt aufessen. Aber das geht ja natürlich nicht. Aua. Aua, Junge, das tut weh. Das tut doch weh. So, Mist, jetzt bist du direkt auf meine Zähne gefallen. Es tut mir wirklich leid. Aber das ist doch wieder das gleiche Ding, wo wir schon waren. I cannot enter. Und das ist diese Quarantänezone, die wir vorher schon machen wollten, ne? Wo wir von anderer Seite auch nicht hingekommen sind. Irgendwie müssen wir hier doch ankommen. So, warte mal. Dieses Haus steht unter Quarantäne. Aber wie kommen wir hier hin? Dann war das der andere Weg. Yep, hier. Oh, da ist ja einer.
Junge, was machst du denn hier? Versteckt sich da hinter der Ecke. So ein Schweinehund. Aua. Junge, das tut weh. Das sag ich dir doch. Oh, verfehlt. Ja, wir sind echt mies gerade, ne? Jetzt haben wir ihn endlich. So, das verseuchte Ding da drüben, aber... Ach. Da ist sie ja. Jetzt kommen wir hier hin. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ne? Das vergeht halt echt so super schnell. Diese Skull, die machen wir jetzt dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und tschö mit Ö.